was befindet sich da jetzt? Richtig, da befindet sich Felsen und der muss definitiv verschwinden. Ein großer Baufehler ist mir hier passiert und ob wir den überhaupt korrigieren können, das ist auch noch die Frage, dazu aber später mehr im Video. Heute machen wir uns hier links oben an diesem Berg wieder weiter dran. Wir müssen hier ein bisschen, ja, die Struktur ein bisschen besser verfeinern. Mit Slopes etc. pp. wird das heute hier alles bearbeitet werden. Aber auch an dieser Stelle muss ich hier einen vernünftigen Schwung hinkriegen und das Ganze mit Blättern und Slopes hier bearbeiten, damit das hier eine tolle Rundung gibt. Wird alles nicht so einfach werden, aber ich freue mich auch wahnsinnig auf den großen Baufehler. Das könnt ihr mir glauben. Ich würde sagen, los geht es hier erstmal mit dem Felsenelement. Da man den Berg hier oben ganz schlecht bearbeiten kann, werde ich das ganze Ding hier einmal abnehmen und das Modul hier auf eine umgedrehte Baseplate einmal stellen, damit ich das so ein bisschen hin und her bewegen kann beim Arbeiten und los geht's. Diesen Fortschritt werde ich euch aus dieser Position mal in 3 Bildern zeigen. War ein bisschen schwierig, die ganze Sache hier zu filmen. Aber wie ihr seht, es kommt immer ein bisschen mehr hinzu. Sehr kleinteilige Geschichte hier auf jeden Fall wieder. Aber wie ihr seht, mit ein paar Slopes und der passenden Begrünung sieht das hinterher richtig klasse aus. Was meint ihr? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Auf geht es hier am Bergmodul. Ich bearbeite jetzt erstmal die linke Seite hier. Ja, und es ist, also heute ist richtig eine Steineschlacht. Das ist sagenhaft, was hier reingeht an Kleinteilen. Egal welche Slopes, ob es die Käseecken sind, die einmal 2, die einmal 3, das spielt überhaupt, oder einmal 2 mal 3, das spielt überhaupt keine Rolle. Hier wird richtig reingeknallt heute. Aber das Ergebnis müsst ihr euch hinterher anschauen. Es wird echt stark werden. Ich habe jetzt das ganze Bergmodul hier oben einmal eingeschoben, um zu gucken, wie die Übergänge sind. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Man kann gar nicht mehr so richtig erkennen, wo das Bergmodul anschließt und so weiter. Das ist ja auch Sinn und Zweck gewesen, dass man das halt nicht erkennt. Also ich glaube, so können wir aber definitiv weiterarbeiten. Und ich mache mich jetzt an diese rechte Seite, beziehungsweise an die Frontseite des Bergmoduls dran. Auf geht's! Und weiter geht es hier am Bergmodul. Ja, ich bin jetzt dabei, so ein bisschen nach oben hin das Grün, sage ich mal, so ein bisschen auszudünnen. Ja, es wird ja nach oben hin weniger werden, sodass wir ganz oben nur noch dieses Light Blue Gray haben und die Slopes. Und nach unten hin dementsprechend halt immer mehr Grün, bis wir dann auch zu den größeren Blättern kommen. Ich denke, so sieht das relativ natürlich aus. Es gibt natürlich verschiedenste Bauweisen, aber ich baue halt gerne auf diese Art und Weise. Mir gefällt das richtig gut. Es reißt hier überhaupt nicht ab, aber ich denke, je detaillierter man auch baut und je kleinteiliger man baut, desto besser ist das Ganze. Ich benutze ja zum Beispiel keine 2x2x3 Slopes zum Beispiel, sondern gehe dann eher immer auf kleinere und dadurch, finde ich, entsteht eine viel bessere Struktur als durch größere Slopes und deshalb setze ich meistens halt auf diese Kleinteiligkeit. Ich finde es persönlich definitiv besser. Ja, und das hier mit dem Drehen unten auf der Platte, das ist richtig klasse. So kann ich das Element hier, das Modul, richtig klasse bearbeiten und ich bekomme auch keine Rückenschmerzen. So, ich habe jetzt nochmal das fertige Bergmodul hier einmal eingefügt und ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht tatsächlich nicht so die Grenzen da, wo man das abschieben kann oder wegnehmen kann. Ja, finde ich richtig klasse bis hierhin erstmal. Ist, denke ich, mir relativ gut gelungen und egal aus welcher Position man das hier auch betrachtet, ein schöner runder Abschluss, wie ich finde. Ja, jetzt geht's aber hier hinten an diese Geschichte dran. Dies ist mal ein Bild zu der Zeit, als ich die Planung hier gemacht habe. Und wie ihr seht, an dieser Stelle, wo der rote Kreis jetzt ist, tja, was befindet sich da jetzt? Richtig, da befindet sich Felsen und der muss definitiv verschwinden. Das geht so überhaupt nicht, denn da können die Gleise nicht her. Von dieser Position aus seht ihr das ganz genau. Ich kann die Gleise hier nicht schließen. Die sind genau, der Felsen ist hier genau im Weg. Das bedeutet, ich muss hier diesen ganzen Teil hier komplett wieder abbauen und neu bauen. Das passt zwar ziemlich gut hier auch mit dem Holz, das ist noch möglich, aber halt verdammt ärgerlich und es musste überhaupt nicht sein. Ich finde, es ist sogar ja eine mittlere Katastrophe eigentlich. Gefallen tut mir das definitiv nicht. Selber schuld, wenn man nicht aufpasst, muss man halt zurückbauen. So ist das nun mal. Diese Ecke, wie gesagt, verschwindet hier jetzt und an dieser Stelle, dieses unterste Element, das kann ich ruhig stehen lassen, denn da laufen die Schienen auf jeden Fall drüber her. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und so sieht das Ganze dann fertig aus und es funktioniert jetzt alles wieder.
Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. So sah die Geschichte vor dem Video aus. Ja, und so sieht sie jetzt aus. Ich glaube, dass wir den Berghang ganz gut gestaltet haben hier an dieser Stelle mit dem Grün, mit den Slopes, mit den unterschiedlichen Farben, Dark Blue Gray und Light Blue Gray, die Übergänge. Ich finde es bis hierhin absolut in Ordnung. Und rechts dieses Chaos haben wir auch beseitigt. Das war auf jeden Fall auch nötig, sonst hätte das mit der Schiene niemals gepasst. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und antworte auch immer. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ich gehe beinahe davon aus, dass ich hier das Felsenelement machen werde, das zweite, beziehungsweise die abnehmbaren Module, das zweite davon. Ja, und dann muss es auch hier hinten irgendwie weitergehen. Vielleicht muss ich auch noch ein paar Gleise hier erstmal fest verlegen, damit ich weiß, was ich hier offen gestalte, was ich zugestalte, ob die Strecke im Berg verschwindet oder auch nicht. Das ist halt hier die große Frage. Ich überlege mir was bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder. Ja, ich glaube, gar nicht so übel bis jetzt. Gar nicht ganz so übel. Also, dann würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.